Ja, hallo ihr Lieben. Wer uns kennt, kennt ja bestimmt unsere Formikarien der Marke N-Cube. Bisher hatten wir sie in den Standardgrößen 60, 30, 30. Das war noch das, was wir ganz gut mit dem Paketversand verschicken konnten. Ansonsten hätte es halt Bruch gegeben. Und wir waren jetzt mutig und haben jetzt eine größere Variante nochmal entwickelt. Und zwar, das ist jetzt unser N-Cube 60, 60, 30 tief. Das geht dann aber nicht mehr im Paketversand. Das wäre dann per Spedition oder Selbstabholung möglich. Wir haben dort einmal eine Schiebetür und dann haben wir so die Technik aus den Einbauarenen verwendet. Das heißt, wir haben die Bohrung jetzt hier vorne, was den Vorteil natürlich hat, dass ich die ganze Verrohrung auch vorne platzieren kann, wenn ich das Ganze zum Beispiel in so ein Regalsystem oder so einen Schrank mit eingebaut habe. Ja, da kommt man seitlich ja mal ein bisschen schlecht ran. Ansonsten könnt ihr natürlich das Ganze hier vorne auch zumachen als Lüftungsgitter, dass ihr diesen Kamineffekt habt und dann schließt ihr das Ganze hier über die Seite an. Das Highlight ist aber diese Schiebetür. Das ist jetzt nicht einfach eine Schiebetür, sondern diese Schiebetür schließt wirklich dicht ab, ja, und ist bis auf die Schrauben komplett durchsichtig. Bei normalen Terrarien habt ihr oft immer diese E-Profile, wo die Scheibe teilweise klappert und Spalten von mehreren Millimetern entstehen. Das wäre bei der Ameisenhaltung fatal. Wie bei den anderen Formikarien von uns gibt es hier auch passende 60 x 30 Rahmen und Abdeckungen. Ja, und bei den Abdeckungen müsst ihr darauf achten, es gibt einfach entweder nur die Abdeckung mit Bohrung, da könnt ihr dann so Klimageräte mit anschließen, oder ihr wollt eine richtig gute Belüftung haben, dann nehmt ihr die Abdeckung mit Edelstahl oder ihr kombiniert das Ganze mit unseren Hybriddeckeln. Dann gibt es ja noch die Marke PlanCube. Ja, anders als unsere N-Cube-Formikarien, die ja nur eine ganz dünne Bodenschicht haben, also sprich teilweise nur 1-2 mm, ja, weil die Tiere sollen ja da sich nicht groß eingraben, sind diese PlanCube-Formikarien, wie der Name ja schon sagt, wirklich zum Bepflanzen da und haben dann eine Bodenschicht von locker 10 bis 12 cm. Wer also seinen Ameisen ein noch natürlicheres Habitat anbieten möchte, ja, und auf eine gute Nestbeobachtungsmöglichkeit, wie man das ja zum Beispiel in so einer Ameisenfarm hat, verzichtet, schafft hier wirklich ein tolles Ameisenparadies. Auch für Nicht-Ameisenliebhaber sind diese PlanCubes ideal für verschiedene Bepflanzungen. Ja, ihr könnt hier Moose oder es gibt ja diese fleischfressenden Pflanzen oder ihr baut hier einfach euren Salat an. Damit sich keine Staunässe bildet, haben die PlanCubes noch zwei kleine 10 mm Bohrungen zum Entwässern an der Seite. Ja, dort lässt sich auch ein Schlauch anschließen oder ihr kippt das Becken ein bisschen an der Seite, damit das Wasser herausläuft. Wichtig ist beim Ausgießen darauf zu achten, dass man das Becken nur über die Kante, nicht über die Ecke ausgießt, weil sonst kann natürlich das Glas abplatzen. Aber auch für unsere Terrarienliebhaber haben wir hier ein neues Produkt, den TerraCube. Das ist ähnlich wie der N-Cube, allerdings habe ich hier im vorderen Bereich ein Belüftungssystem, so wie man es vom Terrarium her kennt. Natürlich ist es in erster Linie für Ameisen gedacht, ja, da hier die Gitter, Schiebetür und die Abdeckung extrem dicht sind. Aber auch wenn ihr andere Terrarientiere habt, also kleine Echsen, Amphibien oder Schlangen, ja, könnt ihr die TerraCubes wunderbar verwenden und das Habitat über die seitliche 50 mm Bohrung erweitern. Und zusätzlich habt ihr natürlich diese vielen Vorteile, also einmal diese Dichtigkeit, ja, selbst kleine Obstfliegen oder andere kleine Insekten dort nicht reinkommen oder rauskommen, also wenn ihr zum Beispiel als Futtertiere habt. Ihr habt hier diese absolut schön durchsichtige Schiebetür, die dementsprechend dicht abschließt. Ihr habt hier auch diesen tollen Deckel, also da könnt ihr variieren zwischen, ob ihr eine richtig gute Belüftung, ob ihr eine Technik mit anschließen wollt. Da gibt es ja verschiedene Varianten, die ihr nutzen könnt. Ja, ich hoffe, ich konnte euer Interesse ein bisschen wecken, was die neue Serie angeht, also unsere neuen Brandings. Also klar, N-Cube kennt ihr schon, jetzt habt ihr mal diese große Variante gesehen, den PlanCube und den TerraCube, die ganzen Unterschiede, und das ist ja nicht nur für Ameisen, das ist ja wirklich vielseitig zu nutzen und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.